Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen super leckeren Nudelauflauf mit Thunfisch. Dafür als erstes einen großen Topf mit reichlich Salzwasser zum Kochen bringen, 500 Gramm Spirelli bzw. Fusilli-Nudeln in den Topf geben und für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Die fertige Pasta anschließend über einem Nudelsieb abgießen, etwas ausdampfen lassen und wenn das erledigt ist, habe ich hier noch eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen. Einfach abziehen und dann die Zwiebel in Streifen und den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Danach eine Pfanne oder einen Topf mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Anschließend kommen die Gewürze dazu, einen gehäuften Teelöffel Oregano sowie einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver. Alles einmal gut umrühren, ganz kurz mit anrösten lassen und danach kommen auch schon alle anderen Zutaten dazu. Die gekochte Pasta, außerdem 2 Dosen Thunfisch samt Saft und Aufguss, eine Dose gehackte Tomaten, jeweils 200 Milliliter Sahne und Milch und zum Schluss eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Alles nochmal kurz erwärmen und dann in eine passende Auflaufform geben, gleichmäßig darin verteilen und zum Schluss mit 200 Gramm geriebenem Käse bestreuen. So kommt der Nudelauflauf dann bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen, so lange bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Nudelauflauf anschließend aus dem Ofen holen und dann sind wir auch schon fertig. Den Thunfisch-Nudelauflauf jetzt auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.